Inclusive Game Lab, ein gemeinsames Projekt der Technischen Hochschule Köln und der Fachstelle für Jugend, Medienkultur NRW. Das Projekt wurde vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Überlegt euch die Steuerung für ein Rennspiel. Welche Tasten kommen für die Beschleunigung des Fahrzeugs in Frage? Auf dem Controller vielleicht R2, RT oder ZR. Gezeigt wird gerade Formel 1 2023. Es ist ein Beispiel für ein Simracer mit der typischen Steuerung. Gezeigt wird gerade das Spiel Hot Shot Racing. Es ist ein Beispiel für ein Arcade Racer mit der typischen Steuerung. Gezeigt wird gerade Real World, ein Beispiel für ein Fahrradrennspiel mit der typischen Steuerung. Je nachdem, wie die Hersteller es nennen wollen. Wie würde die Steuerung auf der Tastatur aussehen? Würde die Pfeiltasten für die Steuerung ausreichen? Seit mehr als 2 Konsolengenerationen haben sich bestimmte Tastenbelegungen durchgesetzt. Die Zeiten des wilden Westen der Tastaturbelegungen sind also offiziell vorbei. Gezeigt wird gerade das Spiel Fallout 4. Es ist ein Beispiel für ein Action-Rollenspiel aus der Ego-Perspektive, das die linke Maustaste als Taste für das Schießen nutzt. Wer bei der Spielentwicklung heute Schießen bei einem Shooter nicht auf die hintere Schultertaste oder die linke Maustaste legt, muss sich einen guten Grund einfallen lassen, warum die traditionelle Steuerung geändert werden musste. Was ist aber, wenn die SpielerInnen gar nicht die Schultertasten benutzen können? Wie kann das Spielsystem vereinfacht werden oder braucht es Assistenzsysteme? Was ist dein aktuelles Lieblingsspiel? Mein aktuelles Lieblingsspiel ist zum Beispiel God of War Ragnarök. Diesen Valhalla, den habe ich bisher jetzt angetestet. Gezeigt wird gerade das Spiel God of War Ragnarök. Der Zusatzmodus Valhalla ist ein Roguelike, das nach dem Hauptspiel stattfindet. God of War Ragnarök bietet viele Einstellungsmöglichkeiten. Ganz am Anfang wusste ich nicht, kann man den Anfang, ist da ein neuer Spielstand, geht das weiter, geht das ineinander über, kommt man wieder zurück oder da war es zum Glück separat. Aber das ist auch so wie so eine Dauerschleife. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber so das letzte Spiel, das mich sehr begeistert hat, war, glaube ich, God of War. Aber ich mochte sehr gern, dass bei The Last of Us und bei God of War Touchpad-Gesten als Eingabe funktioniert. Gezeigt wird gerade das Spiel The Last of Us Part 2 Remastered. Es hat sehr viele Einstellungen, um SpielerInnen zu helfen. Viele Tasten sind neu belegbar. Zum Beispiel habe ich mir nach vorne streichen als Springen angelegt, sodass ich einfach mit weniger Kraft die Aktion durchführen konnte. Also ich spiele mit einem Mundcontroller, der sich Quadstick nennt. Und kann man sich im Grunde so vorstellen, dass man ein Mundstück hat, was halt dementsprechend wie ein Joystick bewegt wird mit dem Mund. Man hat 3 Löcher da drin und die kann man individuell durch Pusten oder Ziehen die unterschiedlichen Befehle mit auslösen und sich halt Belegungsprofile mit speichern. Quasi Button-Remapping, wie man das in manchen Spielen kennt. Also entweder spiele ich am Computer nur mit der Maus. Das ist eine Standard-Gaming-Maus. An der Konsole spiele ich am liebsten mit dem Adaptive Controller in Kombination mit dem Standard-Controller. Oder an der Switch mit dem 8-Bit Duo Lite SE. Also ich habe auf jeden Fall Horizon Zero Dawn abgebrochen. Nicht, weil das Spiel einfach sich schlecht ist. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber dadurch, dass das Spiel kein Target-Lock hat. Gezeigt wird gerade das Spiel Lies of P. Es wird als Beispiel genannt für ein Spiel mit einer Kamera im 3D-Raum,
das eine Lock-on-Funktion hat. Das X auf dem Bildschirm zeigt an, dass die Funktion noch aktiv ist. Und die Gegner unheimlich schnell sind, um einen rumlaufen, fliegen, wie auch immer. Da musste ich so viel mit der Kamera immer wieder hin und her schwenken, dass ich erst mich umschauen kann mit meinem Joystick. Dann wieder den Modus wechseln, dass ich dann wieder laufen kann, wenn ich den Gegner gerade im Visier habe. Dann schwenkt er aber wieder über mich, dann muss ich wieder auf die Kamera wechseln. Versuche, dass er mich nicht hittet. Zwischendurch dann versuchen, den Gegner ja auch mal zu treffen, damit er irgendwann mal aufhört. Also das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das wird mir jetzt einfach sehr anstrengend. Da muss ich einfach mal aufhören. Gezeigt wird gerade Horizon Forbidden West, die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn. Es steht als Beispiel für die Notwendigkeit für das relativ schnelle Nachjustieren der manuellen Kamera im Kampfgeschehen gegen manche Gegnertypen. Für mich ist es wichtig, dass ich in Spielen ausschalten kann, dass schnelle Aktionen erfolgt werden. Also Quicktime-Events oder Button-Mashing oder auch schnelle Richtungswechsel. Und ich muss am besten eine einhändige Bedienung einstellen können. Also nur einen Stick, möglichst nur die Tasten, die vorne auf dem Controller sind. Auch dass zum Beispiel Aktionen wie Sprinten, Ducken oder Anvisieren, dass da sowas umschaltbar ist. Alle Einstellungen, die die Steuerung vereinfachen können, also zum Beispiel reduzieren, wie viele Tasten überhaupt benötigt werden, die Spielgeschwindigkeit variieren können. Buttons, gerade wenn es Richtung Controllersteuerung geht oder so, oder Controller-Layout von der Bedienung her, dass man vielleicht auch je nach Kontext im Spiel gerade, je nachdem, was gerade passiert, dass gewisse Funktionen doppelt auf dem Button sind. Dass man sagen kann, okay, jetzt ist X im Normalfall zum Nachladen. Wenn ich aber an einer Kiste stehe zum Looten, dass es dann automatisch nicht zum Nachladen ist, sondern dass er erkennt, okay, ich möchte gerade was anderes machen. Deswegen interagiere ich dann mit zum Beispiel der Lootkiste in dem Moment. Dass da dann so Doppelfunktionen quasi mit hinterlegt werden, die so die Situation dann erkennen und wissen, okay, ich möchte jetzt das und das machen und dementsprechend dann auch so reagiert. Wünsche an die Spielentwicklung. Also was auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist und was vor allen Dingen den Leuten auch die Arbeit vereinfacht, weil man kann ja sowieso nicht alles wissen. Ich kenne mich auch nicht mit Farbenblindheit aus oder wenn es dann um Hörprobleme geht, da kann ich mich auch nur versuchen reinzudenken. Das können die Entwickler auch nur bedingt in gewisse Situationen. Das ist ja völlig normal und kann man auch keinen Vorwurf machen. Deswegen, wenn ein Spiel entwickelt wird, so früh wie möglich anfangen, Leute mit ins Boot zu holen, die gewisse Behinderungen mit haben, gewisse Handicaps, die wissen, worauf es ankommt. Die können sofort Feedback geben. Denn umso früher was in die Entwicklung mit reinkommt, umso einfacher ist es überhaupt zu implementieren. Alles, was im Nachgang noch mit reinkommt, da werden die Entwickler, ich bin jetzt doch nur ein Laie, aber ich denke, da werden die mir zustimmen, umso später das Ganze erst reingenommen wird, umso schwieriger ist es überhaupt, das Ganze zu implementieren. Und vor allen Dingen umso mehr Spiele oder umso mehr Gamer auch erreicht das Spiel und umso mehr Leute können daran Spaß haben. Jetzt das Video noch einmal kurz zusammengefasst. Mehr Belegungsmöglichkeiten helfen, mehr unterschiedliche Controller zu unterstützen. Eine gute Lock-on-Funktion hilft, die Nachjustierung der Kamera zu reduzieren. Zu viele Steuerungseingaben in schneller Abfolge machen das Spiel anstrengend. Dinge, die das Spielen vereinfachen würden. Button-Mashing, QTEs oder schnelle Richtungsänderungen abschaltbar machen. Funktionen, die häufiges Tippen oder langes Halten erfordern, sollten auf ein einmaliges Betätigen umschaltbar sein. Eine einhändige Steuerung bzw. eine vereinfachte Steuerung mit reduzierten Tasten. Eine kontextsensitive oder eine situationsabhängige Steuerung.